Du schwebst auf einer Wolke 7. Übersiehst dabei oft die Anzeichen, dass du jemanden vor dir hast, der es nicht gut mit dir meint. Was ist das Lovebombing der Betsys? Was gibt es denn für Anzeichen? Warum fallen einige Frauen darauf rein und andere nicht? Warum funktioniert das Lovebombing so gut? Wie es dazu kommen kann, das bespreche ich in diesem Podcast. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnase. Ich kläre seit einem Jahr über Business und die Folgen auf. Du verliebst dich im Urlaub, im Netz oder auch direkt vor deiner Haustür in einen Mann, der aus einem anderen Kulturkreis kommt als du selbst. Noch ist das für dich nichts Ungewöhnliches. Fremde Kulturen gehören seit Jahrzehnten zu deinem Leben dazu. Wenn aber eine vermeintliche Liebe sich als Luftnummer entpuppt, alles viel zu schön ist, um wahr zu sein, dann kannst du mitten in einem Lovebombing stecken. Was ist das Lovebombing der Betsys? Jeder Mensch hat eine normale Sehnsucht, sich gut zu fühlen. Es ist leichter, die Anerkennung von außen zu bekommen, als innerlich von uns selbst. Das ist aber ganz normal. Betsys haben eine feine Antenne dafür entwickelt, wie du dich gerade fühlst. Deine Körperhaltung drückt unbewusst auch deine Stimmungen aus. Du strahlst dann förmlich eine gewisse Verletzlichkeit aus und das nutzen diese Gefühlsganoven schamlos aus. Durch das Lovebombing eines Betsys und all die damit verbundene Beachtung wirst du natürlich bestätigt und fühlst dich glücklich. Dieses vermeintliche Glücksgefühl wird dann mit Liebe verwechselt. Du machst es den Gefühlsganoven leicht, weil du deine Werte, dein europäisches Denken auf ihn überträgst. Du gehst einfach davon aus, dass seine Gefühle, die er dir entgegenzubringen scheint, genauso sind wie deine für ihn. Dabei übersiehst du viele Anzeichen, dass er es nicht gut mit dir meint. Wer das Video 7 Red Flags noch nicht kennt, ich verlinke es euch hier oben. Welche Anzeichen von Lovebombing durch einen Betsy gibt es? Wie gesagt, er widmet dir viel Aufmerksamkeit, überschüttet dich mit Komplimenten und kleinen Gesten, wie zum Beispiel arbeitet er im Hotel an der Bar, da mixt er dir die besten Cocktails oder legt eine Showeinlage ein. Oder er hält dir den besten Liegeplatz am Strand oder Pool frei, beginnt mit dir zu flirten. Auch ist er auffallend oft in deiner Nähe, er winkt dir zu, lächelt dich an. All das schmeichelt dir ungemein. Gehst du auf seinen Flirt ein, dann weiß er, dass er in dir sein nächstes Opfer gefunden hat. Aus Erfahrung weiß ich, wenn ein deutlich jüngerer Mann mit dir flirtet, pusht das dein Ego ungemein. Du freust dich dann auch schon, ihn zu sehen. Hin und wieder beginnt auch ein Gespräch mit dir. Und dann funktioniert es ähnlich. Seine Texte sind häufig schon massenhaft benutzt worden. Ganz bequeme Betsys kopieren nur und fügen ein, mehr nicht. Du am anderen Ende der Leitung bekommst bei so viel Romantik Herzklopfen, Schmetterlinge im Bauch und ein festgetackertes Lächeln auf dem Gesicht. Lernst du ihn vor deiner Haustür, zum Beispiel auf der Straße oder im Café oder irgendwo im Park kennen, kann es dir später genauso gehen. Sein Charme, sein ganzes Auftreten und sein Verhalten gaukeln dir etwas vor, was nicht da ist. Während ihr euch unterhaltet, entlockt der Betsy dir viele Dinge, die privat sind, zum Beispiel. Bist du Single, verheiratet oder hast du gerade eine schlimme Trennung hinter dir? Bist du alleinerziehend? Was machst du beruflich? Bist du in den sozialen Netzwerken aktiv? Diese Infos geben deinen Wert wieder, wie viel er dir später abzocken kann. Die scheinbare Nähe, die er durchaus auch virtuell aufbauen kann, lässt dich Dinge ihm gegenüber preisgeben, die du selten jemandem erzählt hast. Aber er findet treffsicher deinen wunden Punkt. Die fehlende Lücke wird scheinbar von ihm gefüllt.
Nach und nach zeichnet er ein Bild von sich, in das du dich verliebst. Diese Gefühle sind wichtig für ihn, nur so kann er dich kontrollieren und auch ausnutzen. Diese Aufmerksamkeiten, die jeden Tag auf dich einprasseln, machen es dir leicht, die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen. Diese intensiven Gefühle verwechselst du mit Liebe. In kurzer Zeit, meist in den ersten Tagen nach eurem Kennenlernen, stellt er dir seine Familie vor, denn damit will er dir beweisen, wie ernst es ihm mit dir ist. Das funktioniert auch online in einem Videochat. Da die Familie oft keine Fremdsprache spricht, bist du auf die Übersetzung seinerseits angewiesen. Du bist von der Aufrichtigkeit und Gastfreundschaft regelrecht geflasht. Du wirst herzlich willkommen geheißen. Du fühlst dich angekommen, geborgen, sogar geliebt. Doch die Familie ist in den meisten Fällen mit eingeweiht und lässt seine spätere Abzocke realistischer erscheinen. Wenn dir eine junge Frau als Cousine vorgestellt wird, kann es sogar sein, dass es seine Ehefrau ist. Und weil du seine Familie kennengelernt hast, bist du überzeugt, mit ihm in einer Beziehung zu sein. Er spricht von der Zukunft und malt sie in den schönsten Farben aus. Du fühlst dich wie im Märchen. Das hat noch kein Mann vor ihm mit dir veranstaltet. Deinen Urlaub erlebst du wie in einem Rausch. Du kannst es kaum erwarten, ihn täglich zu sehen. Die kleinen flüchtigen Berührungen, sein Lächeln, heimliche Küsse, für all das scheinst du zu leben. Er erzählt dir vielleicht auch, dass es verboten ist, mit einer Touristin etwas anzufangen. Vielerorts ist das auch so, da droht wirklich die Kündigung. Aber seine Gefühle für dich, die wären so stark und intensiv und er könnte nicht anders. Du dagegen schmilzt förmlich dahin, wie die sprichwörtliche Butter in der Sonne. Also kommt der Reiz des Verbotenen noch für dich dazu. Und dann naht das Ende von deinem Aufenthalt. Der Abschied wird sehr emotional und tränenreich inszeniert. Große Liebesbekundungen inklusive. Das nimmt dich emotional so mit, dass du am liebsten gar nicht mehr weg von ihm willst. Während deines Fluges vermisst du ihn auf eine Weise, die dir völlig unbekannt ist. Wenn du wieder dein Handy einschaltest, haben dich mehrere Text- und Sprachnachrichten erreicht. Dieses Glücksgefühl ist kaum zu beschreiben. Was du nicht weißt, ist, dass er die Wartezeit auf sein nächstes Opfer nur überbrückt. Und du sollst so schnell nicht aus diesem Traum erwachen und eventuell über ihn nachdenken. Ich habe dazu das Video verlinkt, die Betsy-Enthüllung, also eine Betsy-Story. Zu jeder Tages- und Nachtzeit erreichen dich von nun an Nachrichten. Bald fieberst du diese entgegen. Du legst das Handy kaum mehr aus der Hand, du schwebst weiter auf Wolke 7. Dein Umfeld erkennt dich nicht mehr wieder. So euphorisch, du bist auf einmal so gut gelaunt, du strahlst förmlich, du könntest die ganze Welt umarmen. Doch dann passiert es. Er meldet sich mal für ein paar Tage nicht. Das stürzt dich in tiefe Verzweiflung. Du machst dir Sorgen, aufgeregt versuchst du ihn zu erreichen, aber sein Telefon ist abgestellt. Alles nur Kalkül, denn damit hält er dich bei der Stange. Nach ein paar Tagen meldet er sich wieder, meist mit einer Ausrede, zum Beispiel: Mein Ladegerät war defekt, deshalb konnte ich den Akku nicht aufladen, oder ein anderer Klassiker: Ich hatte kein Guthaben mehr gehabt, oder er war krank, hatte einen Unfall.
Und dann geht das Bombardement weiter. Gute Nacht, süße Träume, mein Schatz. Du wirst heute Nacht in meinen Träumen sein. Manchmal wünscht er dir auch einen schönen Tag oder, besonders dick aufgetragen, du bist die größte Liebe meines Lebens. Warum fallen einige Frauen auf das Lovebombing eines Betsys herein? Von dir unbemerkt spricht er verschiedene Frauen an. Dein Alter und dein Aussehen spielen kaum eine Rolle. Wichtig dabei ist, dass du aus Europa kommst und auf seine Sprüche reagierst. Wenn du diese Anmache ignorierst, dich nicht auf seinen Flirt einlässt, ihm vielleicht sogar Grenzen setzt, siehe 4 Tipps im Business Red Flags, dann zucken diese oft nur mit den Schultern und suchen sich eine Frau, die ihnen ihre Komödie abnimmt. Den Frauen, die alles hinterfragen, sich bedeckt halten, ihm zu unabhängig sind, bedeuten für einen Betsy nur viel Arbeit und auch Stress. Das mögen sie nicht. Viel lieber sind ihnen die Frauen, die ihnen alles glauben und die Anzeichen ignorieren oder nicht bemerken. Wenn du mehr über die Zielgruppen der Betsys erfahren willst, dann schreib mir das doch mal in die Kommentare. Warum funktioniert das Lovebombing denn so gut? Sein Lovebombing wird immer wieder mit den anderen Manipulationen unterbrochen. Dieses Heiß-Kalt-Spiel oder Zuckerbrot und Peitsche lassen dich immer wieder tiefer in die emotionale Abhängigkeit rutschen. Du willst mit allen Mitteln auf dem hohen Plateau bleiben, aber das wirst du nie wieder erreichen. Die Abstände zwischen dem Lovebombing werden immer länger, die Dauer seines Lovebombings immer kürzer. Damit kontrolliert er dich auch aus der Ferne. Die Folge von dem Lovebombing ist das Amiga-Syndrom. Die rosarote Brille verzerrt dir den Blick auf die Realität. Anzeichen, dass er es nicht gut mit dir meint, werden rigoros beiseite geschoben. Du blockst jede Diskussion über ihn ab, weil seine ständigen Einflüsterungen schon ziemlich früh begonnen haben. Du vertraust deinem Betsy blind, kannst sogar deinem privaten Umfeld die schlimmsten Dinge unterstellen. Aber dazu in einem anderen Podcast demnächst mehr. Dieses Amiga-Syndrom lässt dich auch nicht aus deiner rosaroten Blase ausbrechen. Du bist einfach nicht du selbst. Erfindest Ausreden für ihn, warum er sich jetzt so verhält. Stellst ihn auf ein Podest. Alle anderen sind Betsys, nur meiner nicht. Du versuchst mit allen Mitteln die Realität an deine Traumvorstellung anzupassen. Nur es funktioniert auf die Dauer nicht. So geht es vielen Business-Betroffenen. Die Manipulationen schleichen sich nach und nach während des Lovebombings ein. Du merkst es nicht. Nichts kann erstmal diese rosarote Brille von deiner Nase reißen. Aber wenn es endlich Klick in deinem Kopf macht, diese Brille von deiner Nase fällt und zerspringt, erwachst du wie aus einem Albtraum. Hinterher hast du das Gefühl, dass dein Betsy dir eine Gehirnwäsche verpasst hatte. Wie war es bei dir? Wo hast du ihn kennengelernt? Welche Sprüche hat er bei dir verwendet? Schreib mir das doch mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren.